Einen wunderschönen guten Tag hier auf dem PLW Review Kanal. Mein Name ist Hans Holt und ich stelle euch vor einer meiner Lieblingswaffen, das Gewehr G3. Ja, fangen wir gleich an. Gewehr G3 hört sich ja scheiße an. Ja, das ist so ein bisschen in der Bundeswehr, da gibt es manche merkwürdige Begriffe. G3 steht ja für Gewehr 3. Aber warum 3? Was gab es denn davor? Als die Bundeswehr gegründet wurde, 1956, da hat man eigentlich ein anderes Gewehr favorisiert. Also erstmal wurde die Bundeswehr hier mit amerikanischem Material ausgestattet. M1 Garand zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre. Browning Maschinengewehre. Und man war natürlich darauf erstrebt, eigene Waffen zu bauen in Deutschland, um die eigene Armee auszurüsten. Dafür war das G1 gedacht. Und das G1 war das FN-FAL, also das FN-Fall. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch ausgesprochen, das ist einfacher. Letztendlich wollten die Belgier, also FN ist ja Fabrique Nationale in Belgien ansässig, keine Lizenz dafür rausgeben. Also suchte die Bundeswehr nach etwas anderem und man hatte dann eine Ausschreibung laufen. 1957 hat man in der Schweiz ja das STG 57 eingeführt. Das hatte auch einen Rollenverschluss, das G3 hat auch einen Rollenverschluss, da kommen wir gleich zu. Und halt das SETME-Modell B hat man getestet. Das G2 wäre das STG 57 gewesen. Das SETME-Gewehr, was ziemlich dem G3 ähnelt, ist das G3 gewesen. Jetzt kommen wir wieder zum geschichtlichen Part. Da freut ihr euch ja bestimmt alle drauf. Das G3. Wie ist das entstanden? Das ist ja nicht so aus dem heiteren Himmel gefallen. Gott gab den deutschen Panzergrenadier das G3 und sagte, es werde Licht, sondern es beruht ja irgendwo auf eine Kette von Umständen. 1944 bzw. 1943 hat man ja das STG 44 bzw. damals noch MP 43 und MP 44 und STG 44, alles dieselbe Waffe in verschiedenen Entwicklungsstadien eingeführt. Und es war klar, dass diese Waffe zwar extrem gut war, aber sie hatte auch noch ein paar Nachteile. Man hat versucht, eine noch einfachere Konstruktion herzustellen und das war dann letztendlich das Gerät 06H. Dieses wurde dann später in den Endtagen des Zweiten Weltkrieges auf STG 45 getauft, wovon ungefähr 30 Exemplare mehr oder weniger hergestellt wurden, zumindest die Teile, und die dann von den Siegermächten halt dann vervollständigt werden. Das Gerät 06, also das STG 45, war von Mauser. Mauser ist ja eine alte deutsche Waffenschmiede, ansässig in Oberndorf am Neckar. Und ratet mal, wo Heckler & Koch seinen Sitz hat. Ebenfalls in Oberndorf. Mauser inzwischen nicht mehr, ist ja letztendlich nur noch eine Marke und die Firma dahinter wurde ja mehr oder weniger aufgelöst 1945. Die meisten Ingenieure sind dann aber zu Heckler & Koch gegangen. In den 50er Jahren. Mauser-Konstrukteure waren damals einmal Ludwig Vorkrimler und Theodor Löffler, die Chefentwickler oder am meisten daran beteiligt waren an den Entwurf des STG 45 und haben dann in Frankreich ihre Kenntnisse eingebracht. Die Franzosen suchten damals nämlich selbst nach einem neuen Sturmgewehr. Die Franzosen waren ja letztendlich im Zweiten Weltkrieg schon mal besiegt, haben jetzt natürlich ihre Armee nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Wurde ja viel deutsches Know-how auch bei der französischen Armee weiterverwendet. Man denke zum Beispiel an den Panther, der in der französischen Armee nach dem Krieg eingesetzt wurde. Und so suchte man auch ein neues Sturmgewehr und Ludwig Vorkrimler entwickelte das AME 49. Wurde letztendlich aus verschiedenen Verkettungen denn doch nicht genommen, obwohl es ein guter Entwurf war. Und Ludwig Vorkrimler war dann letztendlich Ende der 40er Jahre wieder, ich sag mal, arbeitslos. Aber zu dieser Zeit suchte auch die spanische Armee einen Ersatz für ihre veralteten Repetiergewehre. Also ging dann Ludwig Vorkrimler auf Einladung der spanischen Regierung nach Spanien und entwickelte das CETME-Gewehr, also CETME. Ich kann es jetzt nicht aussprechen, das ist ein spanischer Name. Das ist letztendlich ein Institut für die Waffenentwicklung. Und herauskam ein Gewehr wie dieses. Dieses Gewehr beruht auf den Entwurf des STG 45. Die größte Gemeinsamkeit ist eigentlich das Verschlussprinzip. Ihr kennt ja vielleicht das Sturmgewehr so ein bisschen, auch mit technischem Hintergrund. Das Sturmgewehr 44 ist ein Gasdrucklader. Das heißt,
Das ist zwar jetzt hier nicht der Fall, aber der Lauf ist angebohrt, da ist ein Gaskanal, hier ist ein Gaskolben und dieser Gaskolben bewegt den Verschluss zurück. An sich eine sehr zuverlässige Technik, ist aber letztendlich auch wieder mit Arbeitsschritten verbunden, die sehr präzise ausgeführt werden müssen. Zum Beispiel das Anbohren des Laufes, das Setzen des Gaskanals und eben entsprechend die Konstruktion des Verschlusses, dass dieser mit dem Gasdruck auch zuverlässig funktioniert. Dieses Gewehr hat einen Rollenverschluss, ähnlich vom MG42, mit der Ausnahme, das G3, auch das StG 45, ist eine aufschießende Waffe. Das heißt, sobald ich abkrümme, bricht der Schuss und der Verschluss geht nach hinten, also der öffnet sich. Beim MG42 ist es genau andersrum. Ich krümme den Abzug ab, der Verschluss geht nach vorne, führt eine Patrone zu und entzündet sich erst dann. Und so viel zur Geschichte. Man hat denn das SETME Modell C in der spanischen Armee eingeführt. Es gab ein Modell A, ein B und ein C. Letztendlich hat man auch unter der Forderung der Bundeswehr unter anderem die Einführung der NATO-Patrone 7,62 x 51 oder Zivil 308 Winchester, die Unterschiede dazwischen sage ich dann nachher gleich, hat man eben dieses Gewehr eingeführt. Dieses Gewehr ist kein Gasdrucklader, jedenfalls nicht in dem Sinne, sondern ein Rückstoßlader. Also wir haben hier den Verschlusshebel, geht relativ schwer beim G3, weil der Verschluss hiermit mit dieser Öffnungsbewegung geöffnet wird. Das Korn, das Gehäuse, Handschutz, Rohr, Mündungsfeuerdämpfer, den Trageriemen, das Griffstück und die Schulterstütze. Ihr werdet euch wundern, oh, das G3 hat einen Holzschaft. Das ist die Version G3A2 und mit der Version A3 wurde dann der grüne Plastikschaft eingeführt. Ebenso ist das so ein bisschen Frankenstein-mäßig, das Gewehr. In dem Sinne gab es eigentlich keine G3ZF mit Holzschaft. Vielleicht gab es die, ich weiß es nicht. Ich habe das letztendlich aus rein praktischen Gründen da drauf montiert. Erstens, es geht und zweitens, man trifft dadurch besser. Das kann man relativ einfach abmontieren. Letztendlich, hier gibt es einen Hebel und den muss man nur drücken und das ZF ist somit abgemacht. Ich kann es auch wieder draufsetzen. Es ist wiederholungssicher. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal draufsetze, schießt das Gewehr in der Regel genau dorthin, wo ich es drauf justiert habe. Sehr praktisch, hat halt eine Starnack-Montage. Kurz zum Zielfernrohr. Die wurden von vielen deutschen Herstellern hergestellt, hauptsächlich eigentlich von Hensoldt aus Wetzlar. Aber das ist von Karl Kaps. Ein relativ kleiner Hersteller optischer Geräte, gibt es heute immer noch. Wir haben hier keine normale Kimme. Also letztendlich, wir haben jetzt hier die 100 Meter Visierung. Das ist noch eine Kimme, aber die ist relativ offen. Aber wir haben hier auch eine Lochkimme. Also letztendlich ist es fast schon wie ein Diopter. Bloß, dass wir natürlich vorne noch ein Korn haben. Und das ist die 200 Meter Visierung. Dann gibt das noch für 300. Und wenn ich jetzt weiter drehen würde, würde auf der militärischen Variante des Gewehrs eine 400 Meter Markierung sein. Ich habe das Gewehr selbst schon auf 300 Meter geschossen, in meiner Dienstzeit damals. Und man trifft zuverlässig eine Mannscheibe mit der normalen optischen Visierung. Das hier natürlich ist ein Zivilstück. Also es ist ein ziviles Gewehr, sonst dürfte ich es nicht besitzen. Es hat als Unterschied keinen Magazinhebel. Es hat lediglich den Magazinknopf. Der ist genauso auch bei der Bundeswehr-Variante oder bei den militärischen Varianten. Zusätzlich ist hier aber ein Magazinhebel, der das Wechseln des Magazins vereinfacht. Und wir haben ja natürlich keinen vollautomatischen Modus. Wir haben hier lediglich F für Feuer. Normalerweise würde jetzt hier bei den militärischen Varianten ein E stehen für Einzelfeuer und F für Feuer, also für vollautomatisch. Für Feuerstoß oder für Frieden. Die Waffe ist natürlich entladen, wie man unschwer erkennen kann. Gehen wir mal zur Munition. Wir haben hier einmal Surplus-Munition, aus irgendwelchen Gründen nicht vom Militär genommen wurde, nicht abgenommen wurde und somit auf den Zivilmarkt erscheint. Die NATO-Markierung wurden entsprechend rausgeflext, ist auch nicht bei allen so, aber bei denen hier so. Und die zivile Bezeichnung wurde raufgedruckt. 308 Winchester. 308 Winchester ist aber nicht exakt das gleiche wie 7,62 x 51. Der Unterschied ist marginal, ist aber wichtig, wenn es um präzise gefertigte Waffen geht.
Der größte Unterschied neben jetzt so unterschiedlichen Laborierungen und Geschossen, die der Zivilmarkt bietet für die Anwendung für die Jagd und für Sportschießen, ist eigentlich der größte Unterschied, was die Abmaße angeht, lediglich der Flaschenhals. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Dieser Flaschenhals ist scharfkantiger und stumpfer. Der von den Zivilwaffen ist steiler. Berührt das den Verschlussabstand, das heißt der Abstand der Patrone zum Verschluss, also wenn die Patrone ins Patronenlager eingeschoben wird, muss ja der Verschluss passend sitzen. Wenn die Hülse jetzt zu lang wäre, jetzt mal angenommen viel zu lang, dann würde der Verschluss nicht schließen. Und genauso ist es halt bei präzise gefertigten Waffen, wenn diese auf die Militärmunition ausgerichtet sind, wie zum Beispiel das hier. Das entstammt einer portugiesischen Militärproduktion, wurde aber für den Zivilmarkt abgeändert und kriegen jetzt die mit den anderen Maßen versehene 308 Winchester. Dann gucken die Patronen übertriebenermaßen, das sind ja nur Zehntel Millimeter, zu weit hinten raus. Und das kann zu Störungen kommen. Letztendlich, das werde ich dann auch nochmal sagen, ist ein großer Vorteil dieser Waffe. Dieses System ist sehr zuverlässig. Ich habe mit der Waffe so ein bisschen was über 1000 Schuss verschossen. Ich hatte ungefähr 4 oder 5 Störungen, alles aber mit ziviler Munition. Keine Anzündversager aufgrund der Munition, sondern Anzündversager aufgrund, dass der Verschluss nicht richtig schließen konnte. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Also in wenigen Fällen klappt es nun mal nicht. Es gibt ja verschiedene Normen. Ansonsten ist das eine sehr zuverlässige Waffe. Ein paar technische Daten. Also die Waffe wiegt 4,38 Kilogramm. Offiziell, also Metallschaft wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ist im Vergleich zu modernen Gewehren etwas schwerer. Zum Beispiel ein G36 wiegt ungeladen 3,6 Kilogramm, so grob. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt ungefähr 800 Meter die Sekunde, 780 bis 800 Meter die Sekunde. Und die Lauflänge sind 43,5 Zentimeter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das Gewehr ist insgesamt 1,025 Meter lang. Die Waffe hat eine Kadenz von 600 Schuss die Minute und liegt damit in etwa eigentlich gleich auf mit der Kalaschnikow. Ist natürlich dann aber schwer beherrschbar im Feuerstoß aufgrund des hohen Rückstoßes. Das dazu ist aber jetzt relativ uninteressant. Ich werde die Waffe jetzt mal zerlegen. Was natürlich sehr einfach ist oder sehr gut an dieser Waffe ist, sie ist relativ einfach zu zerlegen. Wir haben hier die Haltebolzen, die braucht man einfach nur rausdrücken. Natürlich darauf achten, die Waffe ist entladen, aber wenn ich jetzt den letzten Haltebolzen lösen würde, dann würde mir der Kolben sonst da wohin springen, weil ja hier die Feder unter Spannung ist. So kann ich jetzt den Bolzen lösen und ich habe hier extra im Schaft 2 Löcher drin. Eigentlich machen wir es von der anderen Seite, da geht es auch ein bisschen besser. Da kann ich die verstauen. Und jetzt kann ich einfach die Schulterstütze mit der Schließfeder entsprechend entnehmen. Den Riemen lasse ich mal dran, den könnte man abnehmen, wäre jetzt aber zu viel. Griffstück, vollständig, ist halt ein halbautomatisches Griffstück. Erkennt man an Kleinigkeiten, die ich jetzt hier nicht erwähnen werde. Und man kann den Verschluss entnehmen. Dazu sollte man einen Korb bilden mit seiner Hand. Man zieht den Verschlusshebel zurück und man hat den Verschluss da. Ein Nachteil natürlich eines reinen Rückschussladers ist es, dass sich hier relativ viel Schmauch bildet. Liegt auch daran, dass dieser Verschluss Entlastungsrillen hat im Patronenlager. Das heißt, das Patronenlager, das ist geschlitzt so ein bisschen, damit der Gasdruck um die Patronenhülse herum geleitet wird, um diese besser zu lösen. Weil sonst würde die Gefahr bestehen von Hülsenreißern oder Hülsenbodenabreißern. Dadurch, dass es geschlitzt ist, entsteht hier zwischen Hülse und Patronenlager ebenfalls ein leichter Gasdruck und somit kann die Patronenhülse zuverlässig herausgezogen werden. Aber ihr seht, dadurch verschmauchen die hier. Ich habe erst letztens mit der Waffe geschossen. Ich öle die immer dann ein, damit denn das Öl Zeit hat zum Einwirken, damit sich der Schmauch löst. Auch wenn die Waffe verschmaucht ist, funktioniert sie zuverlässig. Das Problem ist, hier sieht man es schon ein bisschen, normalerweise ist der Verschlusskopf blank. Wenn der Schmauch aber länger drauf sitzt, dann verfärbt sich dieser. Das ist der Verschlussträger. Hier vorne sitzt der Verschlusshebel und den schiebe ich zurück. Zum System selbst.
zum Prinzip. Hier seht ihr ja ein paar Rollen. Ich werde mal den Verschlusskopf trennen. Wir haben hier Schlagbolzen und Führungsstück, Schlagbolzenfeder. Und hier haben wir den Verschluss. Im Gehäuse selbst sind hier zwei Taschen, sage ich mal, eingearbeitet. Das bildet ja eine Einheit. Wenn der Verschluss geschlossen ist, also ihr seht ja, also hier das steuere ich hier, also von alleine reingehen sie nicht, aber wenn ich jetzt das Kurvenstück hier einführe, dann gehen auch die Rollen raus. Das heißt, der Verschluss geht nach vorne und der Verschlussträger, der ja von hinten durch die Schließfeder gespannt ist, drückt die Rollen raus und die verriegeln somit den Verschluss. Wenn eben jetzt der Rückstoß kommt, die Rollen gegen das Gehäuse drücken und somit die Rollen in das Gehäuse, in den Verschlusskopf wieder reingeführt werden, führt eben der Verschluss nach hinten und die ganze Waffe kann der ganze Verschluss kann eine Rückwärtsbewegung vollziehen. Die Patrone wird ausgezogen, die nächste wird eingezogen und es geht weiter. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs rüberbringen. So funktioniert ein Rollenverschluss, ist beim MG42 ähnlich, ist beim STG 45 gleich, ist zum Beispiel bei der MP5, also die jetzt zum Beispiel in der Polizei genutzt wird, genau dasselbe. Ansonsten könnte ich jetzt hier noch den Handschutz entfernen, den Mündungsfeuerdämpfer entfernen, ist jetzt aber nicht vonnöten. Also das Zusammenführen des Verschlusses ist halt wieder in umgekehrter Reihenfolge, wie es halt logisch ist. Und was halt der Nachteil ist beim G3, dass es relativ schwierig ist, den Verschlusskopf einzuführen in den Verschlussträger. Dazu gibt es aber hier ein Fenster und jetzt ist viel Kraft gefordert. Und zack, ja, das sieht schwer aus, ist es auch ein bisschen. Muss man halt ein bisschen ein System drauf haben. Ist halt mit viel Daumenkraft verbunden, weil man hier die Feder nach unten drücken muss, um den Verschlusskopf entsprechend reinzuführen. Ansonsten ganz normal wieder den Verschlussträger ins Gehäuse einführen, nach vorne führen, Griffstück wieder rauf. Beim militärischen Gewehr ist das Griffstück noch zusätzlich hier mit dem Bolzen verbunden. Das wurde aber eben, da es für den Zivilmarkt abgeändert wurde, entsprechend verschweißt, so dass es nicht vonnöten ist. Jetzt müsste man es auch richtig ansetzen, dann klappt das auch. Genau. Dann die Schulterstütze mit Schließfeder wieder einfügen. Ähnlich, man muss es halt bloß treffen. So. Die Bolzen wieder einfügen. Ja, ich weiß, ich bin da kein Ass drin. Es ist nicht meine Dienstwaffe mehr gewesen. Ich hoffe, die Veteranen auf dieser Waffe sehen es mir ein wenig nach. Wir haben zum G3 standardweise ein 20-Schuss-Magazin oder ein 20 Patronen fassendes Magazin. Ein normales Stangenmagazin. Letztendlich kann man das einfach laden, indem man die Patrone drauflegt und einfach nach unten drückt. 20 Patronen, das ist eins der Nachteile dieser Waffe. Diese Waffe hat mehrere Nachteile. Ich betrachte diese Nachteile aus Sicht von heute, muss ich dazu sagen. Früher war das, als die Waffentechnik noch nicht so weit vorangeschritten ist, ist eine kontinuierliche Entwicklung, natürlich nicht so präsent wie heute. Der erste Nachteil ist, bei modernen Waffen kann ich das Magazin einfach reinsetzen. Na gut, ich bin jetzt dummerweise schon geübt. Das geht nicht, weil ähnlich wie bei einer Kalaschnikow muss das Magazin leicht angewinkelt werden, damit es hier in eine Klinke einrastet. Dann muss das Magazin eingeführt werden. Wenn man die Waffe so lädt, macht man es in dem Sinne nicht ganz korrekt. Ich lade ja dann die Waffe anschließend durch und hier kann es dazu kommen, dass man Zuführprobleme hat. Die Vorschrift sagt eigentlich aus, dass man, wenn man die Waffe nachlädt, dass man zuerst
den Verschluss spannt, in die Sicherungsrast einrasten lässt und dann das Magazin einführt. Und dann den Verschluss wieder nach vorne tut. Es gibt hier diesen berühmten HK-Slap, so sagt man, indem man ganz einfach draufschlägt. Das Schließen der Waffe ist relativ laut. Man könnte jetzt auch rangehen und was man eigentlich nicht macht, aufgrund von eventuellen Zuführproblemen, den Verschluss per Hand nach vorne führt. Dann hat man aber das Problem, dass der Verschluss nicht geschlossen ist. Wir haben hier ja jetzt noch einen Spalt. Die Türken, die das Gewehr in Lizenz bauen, haben ganz einfach hier eine Riffelung angeführt und man kann auch mit einem ganz normalen Daumen das nach vorne führen und dann ist es eingerastet. Wie gesagt, das ist eins der Nachteile dieser Waffe, dass es eben zu Zuführproblemen kommen kann, wenn man es so nicht macht. Das heißt, es ist wieder eine Sache, die ich den Leuten zusätzlich ausbilden muss oder sollte, damit die Waffe wirklich zuverlässig funktioniert. Ein weiterer Nachteil ist nur 20 Patronen im Magazin. Sturmgewehr 44, das hatte 30 Patronen. Die Kalaschnikow hatte auch 30 Patronen. MP40 32 Patronen. Es war nicht besonders viel und es ist natürlich immer ein Nachteil, gerade in Nahkampfsituationen. Ein weiterer Nachteil aus meiner Sicht ist die Patrone an sich. Sie ist eine Gewehrpatrone und man hat ja schon im Zweiten Weltkrieg deutscherseits die 7,92 x 33 entwickelt und daraufhin in der Sowjetunion die M43-Patrone 7,62 x 39, also Kurzpatronen oder Mittelpatronen, je nachdem wie man es bezeichnet. Also die ungefähr fast nur die Hälfte sind. Letztendlich haben sich die Amerikaner mit dieser Patrone durchgesetzt. In Europa hat man in Großbritannien, in Deutschland, in der Sowjetunion eigentlich auf kleinere Patronen gesetzt oder zumindest auf kürzere Patronen. Bloß die Amerikaner wollten dieselbe Leistungsfähigkeit haben wie die alte 3006, die sie mit den M1 Garand verschossen haben. Dadurch hat man mit dieser Waffe einen relativ hohen Rückstoß. Aufgrund des Verschlusssystems neigt die Waffe dazu, einen relativ impulsartigen Rückstoß zu haben. Das ist also kein langsames Schieben, sondern es ist schon ein kräftiges, impulsartiges Drücken. Also man hat hier einen relativ hohen Rückstoß, zum Beispiel im Vergleich mit einem FN-Fall ist dieser höher. Um die Nachteile nochmal zusammenzufassen, wir haben hier nur 20 Patronen im Magazin. Die Waffe hat einen relativ hohen Rückstoß und was ich noch nicht erwähnt habe, die Waffe hat keinen Verschlussfang. Also bei G36 zum Beispiel würde jetzt der Verschluss hinten bleiben. Wenn ich jetzt aber loslasse, geht der Verschluss wieder nach vorne, obwohl das Magazin leer ist. Ich muss den Verschlussfang quasi manuell betätigen, indem ich den Ladehebel in die Sicherungsrast einbringe. Aus heutiger Sicht ist das relativ unergonomisch oder unpraktisch. Was noch unergonomisch ist, dass der Verschlusshebel so weit vorne ist. Gerade im Liegen habe ich so, wenn ich jetzt klein wäre, also so 1,60 Meter, müsste ich meinen Arm komplett voll ausstrecken, um im Liegen vorne an den Verschlusshebel zu kommen. Aber der braucht ja relativ viel Kraft, um den Verschluss die ersten Millimeter aufzumachen. Das ist so die Hauptnachteil. Dem gegenüber steht aber natürlich die extrem hohe ballistische Leistung der 308. Womit man auch natürlich ungepanzerte oder auch leicht gepanzerte Fahrzeuge bekämpfen kann. Man kann sehr gut durch Deckungen durchwirken und man hat damit eine sehr präzise Patrone. Letztendlich ist das ganze Gewehr vom Verschlusssystem sehr präzise, weil der Rückstoß bzw. der Gasdruck wird nicht umgeleitet. Somit hat man eine lineare Kraft, die wirklich in einer Linie auf die Schulter des Schützen übertragen wird. Das heißt, die Waffe schiebt nicht nach hinten und hat einen relativ geringen Hochschlag. Also ist es eigentlich die Waffe, die praktisch ist für den Einsatzzweck der damaligen Bundeswehr. Und viele von euch kennen das ja, die bei der Bundeswehr waren. Es wurde ja hauptsächlich Verzögerung geübt. Jedenfalls war das zu meiner Zeit so, dass man sehr viel Wert auf Verzögerung gelegt hat. Und Ziel der Verzögerung oder eine Einsatzgrundlage der Verzögerung ist es, den Feind so früh wie möglich anzuschießen, um ihn zur Entfaltung zu erzwingen
Und wenn ein Gegner entfaltet ist, ist er nicht mehr schnell. Wenn er nicht mehr schnell ist, ist er einfacher zu bekämpfen. Ich nehme ihm also den Angriffsschwung. Und das ist das Gewehr dazu. Mit den ZF kann ich auf 600 Meter sehr gut wirken. Also zumindest die Zielfernrohrschützen. Ein normaler Schütze kann auf 300 Meter, wenn er gut geübt ist und entsprechend natürlich auch die Ruhe mitbringt, zuverlässig ein manngroßes Ziel bekämpfen. Zusätzlich zu der sehr guten Präzision der Waffenwirkung ist die Waffe auch noch extrem zuverlässig. Wie es ja überall gezeigt hat, die Waffe wurde sehr gerne in Lizenz produziert, sei es von Pakistan, der Türkei, jetzt dem Iran, Portugal und noch viele mehr. Die Waffe hat sich an vielen Einsatzorten bewährt. Und damit beende ich meine Ausführungen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.